Im dritten Teil unserer Serie Pinterest für Grafikdesigner möchte ich dir zeigen, wie du ein Tool nutzen kannst, um ja quasi ein eigenes Marketing-Team zu haben. Ich weiß, das klingt jetzt erstmal ein bisschen hochgegriffen, ne? Also ein eigenes Marketing-Team und dann für ein paar Euro im Monat. Ja, es geht es wirklich. Also ich zeige dir einmal, wie ich das mir überlegt habe. Und zwar gibt es Tailwind. Tailwind ist ein richtig tolles Tool, was es schon sehr lange gibt. Und früher war das eigentlich nur, also früher ist vor ein paar Jahren, da war es eigentlich nur dazu gedacht, deine Bilder hochzuladen auf Tailwind und dann an einem bestimmten Tag zu einer bestimmten Uhrzeit bei Pinterest zu posten. Mittlerweile kann Tailwind sehr viel mehr. Nämlich, mittlerweile kannst du Tailwind für einen Preis im Monat, fast wie eine Werbesendung hier, kannst du Tailwind für einen Preis im Monat mit 3 verschiedenen Profilen verlinken, nämlich mit Pinterest, mit Instagram und mit Facebook. Und es wird noch besser, abgesehen davon, dass deine Pins dahin verlinkt werden können. Du kannst auch noch hingehen und deine Designs direkt bei Tailwind erstellen. Und darum geht es in diesem Video. Ich möchte dir einmal zeigen, wie du ganz einfach Pinterest-Vorlagen für Pinterest, Instagram oder Facebook erstellst. In diesem Video kümmern wir uns nur um Pinterest. Aber natürlich geht es für die anderen Plattformen ganz genauso. Es sind ja einfach nur unterschiedliche Formate. Und das Beste ist, Tailwind macht das ganz alleine. Ich weiß, für viele ist genau das der Knackpunkt. Ne? Wie erstelle ich denn jetzt nun eine Vorlage? Ne? Oder wo kriege ich die überhaupt her? Auch das werden wir noch klären im vierten Teil unserer Serie. Aber jetzt gucken wir uns erst einmal Tailwind an, weil für alle, die ein paar Euro im Monat übrig haben, ist Tailwind eigentlich eine sehr, sehr gute Lösung. Und dazu gehen wir jetzt einmal an den Rechner. Ich bin jetzt hier einmal auf der Webseite von der Liz Kohler-Braun. Über die Dame haben wir schon gesprochen, eine Grafikdesignerin, die halt auch Online-Kurse verkauft. Und sie hat hier einen Blogpost geschrieben. Da geht es um Easy Neon Lettering, ein Tutorial für Procreate. Und in diesem Tutorial sind natürlich auch noch ein paar Bilder. Jetzt kann ich theoretisch jedes Bild, was hier drin ist, nehmen und auf Pinterest posten. Im Idealfall mache ich das natürlich mit meinen eigenen Tutorials, ist ja klar. Aber mit ihren kann ich das auch machen, wenn ich damit ihre Kurse verkaufen kann als Affiliate. Und das ist noch ein anderes Thema. Affiliate Marketing mit Pinterest und Tailwind geht natürlich. Also, ich werde jetzt hier erstmal mit der linken Maustaste auf ein beliebiges Bild klicken, das nicht loslassen und hier einfach auf meinen Desktop ziehen. Und das kann ich natürlich mit mehreren Bildern machen, gar kein Problem. Ziehe die einfach mal hier hin und kann so verschiedene Bilder auf Tailwind hochladen, verschiedene Designs mit den verschiedenen Bildern erstellen und die alle auf dieselbe URL verlinken. Ja? Und da wird das Ganze sehr powerful. Ne? Wenn ich nämlich hingehe und für einen Blogpost, ich sag mal, 20 Pins erstelle und diese Pins immer wieder mit meiner URL verlinke, dann könnte das natürlich ja schon ziemlich für Reichweite sorgen. Ne? Natürlich müssen die Pins gut aussehen und sie müssen auch, sage ich jetzt mal, klickbar sein. Das heißt, die Leute müssen sich dafür interessieren. Wenn dem aber so ist, steht das dem nichts im Wege, hier richtig viel, ja, viele Leute, viel Traffic auf deine Webseite zu bekommen. Und zwar völlig kostenlos. Erst einmal kostenlos. Tailwind gibt es natürlich auch nicht nur kostenlos. Ne? Da gehen wir aber gleich noch drauf ein. Also, ich habe mir jetzt ein paar Bilder geklaut. Also geklaut in Anführungsstrichen, das darf man natürlich. Ich denke, die List wird sehr dankbar dafür sein, wenn wir hier Pins für sie erstellen. Also, ich würde jetzt hier die URL nehmen. Das mache ich auch gleich und das dann hier machen. Wenn ich mich bei Tailwind registriert habe, sieht das Ganze so aus. Ich bin hier auf dem Tailwind Dashboard, nachdem mir irgendwelche Fragen gestellt wurden, die du beantworten kannst. Bist du Blogger, bist du Influencer, was auch immer. Beantwortest du kurz, verbindest deinen Account mit Tailwind und dann bist du hier auf dem Dashboard. Du siehst jetzt hier, ich habe weder Instagram verbunden noch Facebook verbunden.
ist jetzt auch nicht nötig. Ich habe jetzt einfach nur meinen Pinterest-Account verbunden. Und hier steht Your Schedule, also im Prinzip mein Kalender. Und auf diesen Kalender kommen alle Pins, die ich auf Schedule setze, drauf. Das heißt, ich kann jetzt hier einfach auf Create Designs gehen oder eben hier oben links auf Create und dann ein Design erstellen. Und das machen wir jetzt einfach mal. Ich klicke jetzt hier drauf. Ich komme in beiden Fällen natürlich auf dieselbe Seite. Und ja, jetzt wird es richtig einfach. Ne? Hier ist schon eins hochgeladen. Ich mache das jetzt nochmal weg. Ich klicke jetzt hier drauf, lade ein Foto von meinem Computer hoch und dann beginnt Tailwind damit verschiedene Designs zu erstellen. Ja? Also hier das Bild wird im Prinzip jetzt hier in alle Designs eingefügt. Jetzt kann ich mal auswählen, welches Design ich so ja vom Grundprinzip her haben möchte und dann kann ich das Ganze noch anpassen. Bevor ich das tue, kann ich aber hier noch die Site-Fotos ziehen von einer bestimmten URL, Stockfotos nutzen oder aber auch einen Text eingeben. Das möchte ich natürlich jetzt erstmal machen, den habe ich mir hier schon kopiert. Easy Neon Lettering Tutorial in Procreate, das habe ich einfach hier von der Webseite genommen und habe das hier rüber kopiert. Und dann kann ich natürlich noch die Schriftart wählen, welche ich haben möchte, die dann in allen Pins auch verwendet wird. Und ich kann noch eine Farbpalette wählen, das heißt, je nach meiner Webseite passend oder nach Pin passend kann ich hier verschiedene Farben wählen. Ich nehme jetzt einfach mal irgendeine andere, vielleicht eher sowas hier. Und zwar kann ich das natürlich auch noch komplett auf meine Webseite abgestimmt machen. Ne? Also wenn ich hier meinen Plan habe, dann kann ich hingehen und kann sagen, okay, für meine Webseite dann nimm bitte die und die Farben, damit die Pins immer alle schön einheitlich aussehen. Und das finde ich schon sehr, sehr powerful. Ne? Also, weil wenn das alles, wenn du dein Branding richtig setzt, dann wirst du auch immer wieder erkannt. Dann werden deine Pins immer wieder erkannt, werden deine Sachen immer wieder erkannt. Das ist schon sehr praktisch. Also hier kann ich, wie gesagt, jetzt einmal komplett mir irgendwas aussuchen und du siehst, wo immer ich draufklicke, das wird dann hier angepasst und jetzt kann ich mir mal hier einen Pin nehmen. Ich klicke mal einfach hier auf einen drauf. Post Types oder direkt Select. Ich gehe jetzt einfach hier mal auf Select. Bevor ich das mache, hier noch eine kurze Erklärung. Ich kann hier auf den kleinen Stift gehen und wenn ich da draufklicke, kann ich mir das Ganze noch anpassen. Das heißt, ich kann noch einen anderen Text angeben, ich kann noch Text hinzufügen. Hier siehst du auch, was du machen kannst. Ich kann auch noch ein Logo hochladen und das hinzufügen. Ja, also gibt es noch richtig viele Möglichkeiten. Ne? Und wenn ich das gemacht habe, kann ich sagen, okay, Select Design. Und dann wird mir das Design auch hier angezeigt. Ja? Ich kann jetzt natürlich noch mehrere Designs auswählen und die werden alles gemeinsam bearbeitet. Ne? Das ist auch sehr schön. Also ich brauche nicht fürchterlich viel Zeit darin investieren. Also ich habe jetzt hier aber nur ein Design. Und dann kann ich sagen hier Review Designs oder eben Continue Selecting. Das heißt, ich kann hier noch weitere auswählen und hier reinpacken. Aber ich belasse es jetzt mal bei einem. Gehe dann hier auf Review Designs. Und du siehst, hier ist schon ein zweites jetzt drin, was ich eben einmal ausprobiert habe. Aber ich nehme jetzt das hier. Und hier kann ich dann, ja, wenn ich jetzt auf Go Schedule klicke, ich kann das Ganze auch runterladen. Ne? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Affiliate-Link setzen möchte, ja, dann lade ich das besser runter und lade es dann bei Pinterest hoch. Aber im Normalfall möchte ich das direkt aus meiner Tailwind Suite machen. Ne? Also, hier kann ich jetzt meinen Account auswählen. Klicke ich hier drauf, wären hier jetzt verschiedene Accounts je nach Plan verfügbar, könnte ich meinen Account auswählen. Ich möchte den natürlich, gehe jetzt auf Confirm und dann werde ich gefragt, was ich hier noch in meinen Pin einfügen möchte. Das heißt, Pin-Details, Titel des Pins. Also gehe ich jetzt hier wieder hin und kopiere mir das jetzt rüber. Ich bin jetzt einfach mal faul und kopiere einfach nur den Titel hier rüber oder dann hier ein bisschen Text. Kommt auch hier rein. Und dann kommt natürlich endlich die URL da rein. Also auch das hier. Wir müssen theoretisch, das werden wir auch tun, noch über das Pinterest SEO sprechen. Das ist nämlich sehr wichtig. Also das ist jetzt noch nicht optimal, was hier drin steht. Da müssten wir noch ein bisschen justieren. Aber vom Grundprinzip erstmal ist alles besser als gar nichts. Ne? Also ohne Marketing, wer nicht wirbt, der stirbt. Das funktioniert nicht. Deswegen irgendwas müssen wir hier schon tun. Also Pin-URL einsetzen.
Und dann kann ich hier ein Board auswählen, wo ich meinen Pin hingepinnt haben möchte. Und ich möchte, dass natürlich Grafikdesigner wird. Und dann kann ich hier noch auswählen, ob ich das direkt auf Facebook auch gepinnt haben möchte. In dem Fall habe ich das nicht verbunden, deswegen ist das hier nicht verfügbar. Und dann kann ich noch auswählen, wann ich das posten möchte. Jetzt geht Tailwind hin und sucht die perfekten Zeiten aus, ne, wann meine User am aktivsten sind, ja, also mein Account am aktivsten oder alle Leute, die meinem Account folgen, am aktivsten sind und kann das hier auswählen. In dem Fall nehme ich jetzt mal ein Datum oder eine Zeit morgen, nämlich um 3:16 Uhr heute Nacht, ja, und klicke jetzt hier Schedule Post und dann gehen wir zurück auf das Dashboard. Ja, ich mache das jetzt mal einfach. Ein Satz noch hierzu, Use Custom Time. Da kannst du dann natürlich auch noch deine komplett eigene Zeit setzen, wenn dir das lieber ist, ja, je nachdem. Kannst du hier noch ja, dir aussuchen, wann du das denn eben gepinnt haben möchtest. Nicht um 3:16 Uhr, vielleicht lieber um 5:16 Uhr. Ne? Aber ich denke, Tailwind macht das schon basierend auf deren Daten. Ja, sehr genau. Deswegen würde ich einfach mal sagen, okay, Schedule Post und dann kann ich hier zurückgehen. Ja, ich gehe mal einmal auf Home zurück und sehe hier in meinem Dashboard, dass mein Pin auch verfügbar ist. Ne? Also, ich kann jetzt hier, je nach Plan, den ich habe, das zeige ich dir sofort, so viele Pins reinposten, wie ich möchte. Ja? Und ich kann das auch für einen ganzen Monat machen oder vielleicht für 2, wenn ich im Urlaub bin oder so. Und dementsprechend ja, arbeitet Tailwind für mich, während ich vielleicht am Strand liege, ne? So das ganz klassische Bild. Ähm, das ist natürlich dann irgendwann nicht mehr kostenlos. Ja? Also wenn ich jetzt hier auf Upgrade klicke, dann bekomme ich zwar 20% Rabatt, wie mir sofort mitgeteilt wird, wenn ich mich da registriere. Aber ich kann jetzt hier zwischen monatlich und jährlich wechseln. Ich muss schon noch irgendwie was bezahlen. Ja? Also sagen wir, ich bezahle jährlich. Das heißt, die buchen dann einmal, wenn ich diesen Advanced-Plan nehme, $239 ab für ein ganzes Jahr. Dann kann ich 2 Pinterest-Profile verknüpfen, 2 Facebook- und 2 Instagram-Profile. Du kannst das hier alles lesen und natürlich 1000 Posts im Monat loschecken. Ja? So 1000 Mal postet jemand für mich auf eine der 3 Plattformen oder auf allen 3, jeweils, ich sag mal 330, und kann so ja, für richtig viel Traffic auf meiner Seite sorgen. Jetzt stell dir mal vor, du gehst hin und setzt wirklich 1000 Pins in einem Monat auf Schedule. Das heißt, das sind 330 pro Account im Monat. Das heißt 330, das sind dann ja so 10, 12 am Tag ungefähr. Oder sagen wir 11, ne? 10, 11, ne? Irgendwie so. Auf jeden Fall, die gehen jeden Tag zu verschiedenen Zeiten, spätestens alle 2 Stunden, werden die auf deinem Pinterest-Profil veröffentlicht. Jetzt kannst du dir wahrscheinlich an einer Hand ausrechnen. Wenn du das jetzt ein ganzes Jahr lang machst und jeden Monat auf jedem Kanal 330 Pins veröffentlicht, wie lange brauchst du dann, um bekannt zu werden? Ja, wahrscheinlich nicht sehr lange. Ne? Wahrscheinlich werden das auch nicht sehr viele machen, weil natürlich kostet auch das wieder Zeit, gar keine Frage. Aber ich glaube, das durchzuhalten würde sich rechtlich lohnen. Nicht zuletzt ist es ja natürlich so, auf Pinterest, da hast du den großen Vorteil, dein Pin ja, Wert für lange. Ne? Also es ist nicht wie bei Instagram oder Facebook, wo alles nach unten durchrutscht. Da wird das Ganze basierend auf deinen, ja, leider Gottes Keywörtern wieder gefunden und den Usern angezeigt. Und dementsprechend werden deine Pins nicht so schnell alt. Ne? Deswegen ist Pinterest ja eine der besten Plattformen, Social Media Plattformen, auf denen du posten kannst. Und wenn du dann natürlich immer noch zeigst, dass das Ganze kontinuierlich passiert, dank Tailwind, ist das überhaupt kein Problem mehr. Natürlich kannst du das alles auch per Hand machen. Ne? Du kannst dich hinsetzen und kannst deine Pins erstellen, die packst du auf deinen Computer, dann lädst du die hoch und dann schmeißt du 2 Pins jeden Tag raus. Überhaupt kein Problem. Vielleicht auch 5, ja? Kein Thema. Aber es dauert viel, viel länger. Natürlich kostet dich das viel Zeit, dafür aber kein Geld. Ne? Muss jeder selber für sich entscheiden. Also meine Empfehlung ist eigentlich, in so ein Tool zu investieren. Es muss natürlich nicht unbedingt Tailwind sein. Aber eigentlich fällt mir momentan kein besseres ein. Es gibt natürlich noch Hootsuite und wie sie alle heißen.
aber die haben diesen Service, dass sie auch die Pins dort erstellen werden. Den haben die nicht, meines Wissens nach. Deswegen würde ich empfehlen, wirklich einen Blick auf Tailwind zu werfen und vor allen Dingen auf die 20 kostenlosen Pins. Also, wenn du auch nicht 1 Euro investieren möchtest. 20 kostenlose Pins kannst du herausschicken und auch die führen dich natürlich irgendwann dahin, dass du mehr Traffic auf deine Webseite bekommst, vielleicht nicht im ersten Monat oder im zweiten, aber irgendwann natürlich wirst du auch darüber mehr Traffic bekommen. Deswegen, ja, auch das eine gute zeitliche Investition. Im nächsten Video werden wir darauf eingehen, wie du Templates bekommst und diese Templates verwendest, um auf Pinterest zu posten. Aber lass dir gesagt sein, Tailwind ist die schnellste und einfachste Möglichkeit. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und wenn dem so ist, dann abonniere doch unseren Kanal, klick die kleine Glocke an, damit du benachrichtigt wirst, wann immer wir ein neues Video posten und vergiss nicht auf den Like-Button zu klicken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.